Hallo und herzlich willkommen vom Stadtrand. Der Wal taucht ab. Es kommt noch ein Signal, dann keines mehr. Und plötzlich entsteht da etwas. Eine Leere, eine Lücke. Und der Geist beginnt sofort, sie zu füllen. Mit Vermutungen, mit Sorgen, mit Hoffnung, mit Geschichten. Denn diese Ungewissheit hält er kaum aus. Also produziert er entweder tragische Filme oder Zweckoptimismus. Hauptsache irgendeine Antwort. Denn dieses „Ich weiß es nicht" fühlt sich oft an wie kein Boden, keine Kontrolle, etwas Offenes, das nicht zur Ruhe kommt. Fast wie ein kleines Verschwinden. Wir fürchten, dass etwas Schlimmes geschehen sein könnte. Im Dhamma kann man hier verschiedene Bewegungen des Geistes erkennen. Da ist Widerstand gegen das Unangenehme, da ist Greifen nach Sicherheit. Und sehr schnell werden daraus Geschichten. Der Geist will oft ein unangenehmes Gefühl nicht wirklich zulassen. Möglicher Schmerz, mögliche Trauer, mögliche Enttäuschung. All das wird leicht abgewehrt. Deshalb kämpft der Geist gegen die Unsicherheit an. Lieber eine feste Geschichte, egal welche, als diese offene, unbeantwortete Lücke. Wir wollen die Lücke mit einem Happy End füllen. Wir wollen das angenehme Gefühl von Sicherheit festhalten. Und wenn das nicht geht, dann füllen wir sie eben mit einer unangenehmen Geschichte. Hauptsache, die Lücke bleibt nicht offen. Denn selbst etwas Unangenehmes kann sich für den Geist manchmal sicherer anfühlen als echtes Nichtwissen. Im Dhamma sehen wir, dass genau dieses Greifen nach Sicherheit die Bedingungen für Leiden nähern kann. Weil wir das Leben nicht mehr so annehmen, wie es tatsächlich ist. Unbeständig, Anicca, im Wandel, nicht festzuhalten. Signale brechen ab, Menschen gehen, Dinge verändern sich, Wale verschwinden und manchmal weiß man einfach nicht, wo sie sind. Inzwischen sieht es leider so aus, als könnte Timmy gestorben sein. Ein toter Wal wurde gefunden und vieles deutet darauf hin. Ein schmerzhafter Gedanke. Und genau darum geht es hier auch. Um unseren Umgang mit Schmerz, mit Ungewissheit, mit dem Nichtwissen, was geschehen ist. Und vielleicht ist genau diese Ungewissheit das Schwerste. Und ich merke das auch bei mir selbst, wie schnell ich alles wissen will. Weil Wissen ein Gefühl von Sicherheit gibt. Und wie schwer es sein kann, etwas offen zu lassen. Und genau da liegt für mich die Übung. Hinzuschauen, was Ungewissheit im Geist auslöst. Wo ist der Wal? Irgendwo im Meer. Aber wo genau? Und in der Meditation verhält sich der Geist oft ganz ähnlich. Man sitzt da und der Geist fragt sofort, was kommt als nächstes? Wann ist die Stunde vorbei? Wie lange sitze ich eigentlich schon? Was ist, wenn gleich wieder dieser Schmerz kommt? Und was ist, wenn plötzlich etwas Tieferes geschieht und ich am Ende das Mittagessen verpasse?
Der Geist verhält sich ein wenig wie jemand, der bei einem Krimi sofort die letzte Seite lesen will, weil er die Spannung nicht aushält. Meditation bedeutet nicht, jede Unsicherheit auflösen zu müssen, sondern zu lernen, nicht sofort vor ihr davonzulaufen. Die Serie zu schauen, ohne vorzuspulen. Still da zu bleiben, ob ein Signal kommt oder nicht. Und immer wieder geht es genau darum, nicht gleich nach dem nächsten Moment zu greifen und diesen Moment nicht sofort wegzuschieben. Nicht perfekt, sondern Schritt für Schritt. Und wenn dann diese Lücke kommt, dieser Moment, in dem nichts passiert, dann üben wir vielleicht genau das, sie zuzulassen. Nicht sofort zu fragen, was als nächstes kommt. Nicht sofort zum Vorherigen zurückzugehen. Die Lücke kennenzulernen, sie zu betrachten. Den Moment der Ungewissheit einfach da sein zu lassen, ohne ihn sofort mit Spekulationen zu schließen, ohne sofort zu fragen, und wo ist jetzt der Wal?